Willkommen zurück auf der Kräuterhexe. In meinem heutigen Beitrag dreht sich alles rund um die Hagebutte und am Ende gibt es auch noch ein leckeres Rezept für eine Hagebuttenmarmelade. Hagebutten gehören für mich zum Herbst dazu. Sie entstehen aus Wildrosen und sind reich an den Vitaminen C, A, B1 und B2. Es gibt unterschiedliche Arten, sie zu konsumieren, zum Beispiel als Tee oder als Hagebuttenpulver. Auf der Schnur 1 Website habe ich euch alle Rezepte unter dem Video verlinkt. Wir haben uns auf den Weg gemacht und haben Hagebutten bei uns in der Au gesammelt. Dabei ist die beste Sammelzeit von September bis Dezember. Für das Sammeln benötigt ihr einen Sack, eine Gartenschere und viel Geduld. Bitte achtet darüber hinaus, dass die Hecken Dornen haben und dass man sie stechen kann. Unsere Ausbeute betrug ca. 2 Kilo. Für die Hagebuttenmarmelade müsst ihr die Hagebutten von Stängel und Härchen befreien. Das ist eine wirklich meditative Aufgabe. Die fertigen Hagebutten anschließend gründlich waschen. Anschließend die Hagebutten in einen Topf geben, diesen mit Wasser befüllen, sodass die Hagebutten mit Wasser bedeckt sind. Die Kochzeit der Hagebutten beträgt zwischen 20 Minuten und 2 Stunden, je nachdem wie hart sie sind. Ich habe meine 1 Stunde lang auf mittlerer Hitze kochen lassen. In einem nächsten Schritt müssen wir die Kerne aus den Hagebutten bekommen. Wir haben dafür eine Flottelotte verwendet, aber ihr könnt auch jedes andere Gerät, das entkernen kann, dafür verwenden. Dieser Vorgang kann ein wenig in die Oberarme gehen, ist aber notwendig, um die Frucht von den Kernen zu befreien. Auch ich habe mir dafür Unterstützung geholt. Aus dem daraus gewonnenen Hagebuttenmus wird nun die Marmelade eingekocht. Auf 1 Kilogramm Hagebuttenmus kommen 100 ml Beerensaft und 1 Kilogramm Zucker. Anstatt des Beerensaftes könnt ihr auch Apfelsaft oder Orangensaft verwenden. Unter ständigem Rühren braucht die Marmelade ca. 5 Minuten Kochzeit. Letztendlich alles in sterilisierte Marmeladengläser füllen. That's it, die Hagebuttenmarmelade. Als Fazit kann man letztendlich sagen, dass man viel Zeit und Liebe für die Herstellung dieser Marmelade braucht. Aber gerade in unserer hektischen Zeit sollten wir uns auch diese mal nehmen. Das war's dann auch wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, eure Kräuterhexe.